Welche Currysoßenmeister? Ja. Sehr bekannt als Herne. Ja, bekommt das einfache Frühstück. In der Hand. Ja, Gastronomiegewerbe, die streiken nie, die arbeiten immer, weil sie es gerne tun. Wach werden, Dankeschön, Dankeschön. morgens um 5. Ja, morgens um 5. Hast du schon Frikadellen gebraten, ja? Ja, ich bin gerade schon mal angefangen. Ja. Ja, wo sind wir hier? Sind die in Herne-Baukau? Herne ist nah an Bochum. Das Ja. ist eher bekannt als Herne. Und hier ist ein Industriegebiet. Hier wohnen also kaum Menschen. Die meisten sind Lastwagenfahrer, Polizei, Feuerwehr, Taxifahrer, die morgens kommen. Ne? Und die wollen frische Frikadellen, Buletten, Fernfahrerpraline, wie immer sie man nennen will. Ne? Ja. Bremsklötze. Bremsklötze gibt's auch. Ja. Ja, wirklich. Für Frikadellen gibt es sehr viele unterschiedliche viele, ja. Namen. Ja. Wichtig ist nur, dass sie selbst gemacht ist und lecker ist. Aber morgens um die Uhrzeit ist hier halt noch nicht viel los. Da geht es für mich halt darum, erstmal alles vorzubereiten, Frikadellen zu machen, Mittagstisch zu machen. Heute gibt es einen leckeren Schweinebraten mit Biersoße. Der kommt gleich in den Ofen. Ja, toll. Und zwischendurch kommen halt immer ein paar Leute, die sich mal ein Frühstück, Käffchen. Ja. Brötchen holen, Käffchen, aber hauptsächlich Frikadellen. Das ist morgens hier das Programm. Hauptwerk. Ja. Pfeffer ist wichtig. Das ist morgens einer der schlimmsten Momente am frühen Morgen, wenn du in das eiskalte, 1 Grad kalte Hack eintauchst mit den Händen. Ja. Einer der schönsten Momente ist, wenn es anfängt zu duften, wenn die ersten Frikadellen Fertig sind. fertig sind. Oder fast fertig sind und anfangen zu duften. Jetzt, das ist vom Pfeffer. Das Ja. ist, ich bin das gewohnt, ich muss das nicht mehr verniesen. Oder nur sehr selten. Aber das ist der Pfeffer. Was nicht fehlen darf, ist das Brot. Wichtig ist nur, dass mehr Fleisch als Brot drin ist. Ja, das stimmt. Das wird dann abends vorher schon eingeweicht. Alten Semmel ordentlich ausdrücken. Mit der richtigen Mischung optimiert das die ganze Sache. Die ist schön locker, luftig.
So. Ja. Danke sehr, danke schön. Und jetzt wird's kalt. Wie heißt die Frikadellenbowl in Hamburg? Ja, auch unterschiedlich. Ich kann auch wieder Namen. Ja. Ich weiß nicht, Buletten, wo ist das am meisten so verbreitet? Buletten, so wenn man sagt, Buletten? Buletten in Berlin. In Berlin eher? In Berlin kennt ihr, glaube ich, nur Buletten. Hier sind viele Frikadellen, Bremsklötze, Fernfahrerpraline. Ja. Richtig lecker sieht das ja noch nicht aus, ne? So. Aber das wird. Ja. Also die anderen, die schon auf der Pfanne sind, die riechen schon gut. Die sind schon gut im Ohren. Willst du gleich mal eine probieren? Musst du auch probieren, was du filmst. Ja, danke sehr, danke schön, ja. So, das Wichtigste für eine leckere Frikadelle ist gemacht erstmal. Kühlschrank parken. Also diese ist ja hier ziemlich klein, ziemlich eng. Jetzt soll kein Platz für große Küchenmaschinen. Ja. Also immer schüsselweise eine Schüssel nach der anderen von Hand machen. Na gut. Haben wir täglich einen extra Mittagstisch. Und heute gibt es Schweinebraten Ja. in Biersoße. Eigene Rezeptur. Auf jeden Fall. Ja. Bisschen Möhrchen, Gemüse ist mal wichtig. Fleisch, Gemüse. Da soll noch mal einer sagen, dass Fleischesser sich nicht um Gemüse kümmern. Es sind zu wenig Salat und Gemüse.
Stimmt nicht. Ist alles schon am Fleisch dran. So, Ja. dann wird er so angestellt, dass er um 11, halb 12 spätestens fertig ist. So ab halb 12 geht hier die Mittagszeit los. Sehr schön. Bitte, seit wann gibt es den Imbiss? Wann hast du die Türen aufgemacht? Hier bin ich jetzt seit fast 11 Jahren. In Recklinghausen, 5 Kilometer von hier. Da sind wir seit 4 Jahren, da macht meine Frau den Imbiss. Das gleiche, alles das gleiche wie hier auch. Gleiche Name, gleiche Programm. Ist nur ein bisschen attraktiver wie ich. Dort? Hier, meine Frau. Ah, hier. Ansonsten alles gleich. Nur da hat man ein bisschen mit Charme. Tut man da auch. Magst du mal eine probieren? Ja, gerne, gerne, ja. Im Brötchen oder so? Ein Brötchen. Im Brötchen? Ja, ja, danke schön. Möchtest du Senf, Ketchup, Remoulade? Senf. Ja, vielen Dank. So, ja, bitteschön. Dankeschön, dankeschön. Oh, ist noch sehr heiß. Ja. Heiß und fettig. Pfanne sauber machen für die nächste Ladung. Mhm. Und das geht dann so bis heute Nachmittag bis frühen Abend so durch. Immer wieder neue Pfannen machen. Also, das heißt, Öffnungszeiten sind von halb 5 morgens, halb 5 bis. 21:30 Uhr. Bist du die ganze Zeit hier? Jeden Tag, nein. Hm. Ich bin so bis im Schnitt bis 14, 15 Uhr hier. Und dann Mhm. kümmere ich mich um meinen Partyservice. Den mache ich nicht hier. Ich habe noch eine Küche, wo ich dann ein großes Kühlhaus habe, wo ich meinen Partyservice machen kann. Weil hier ist dann viel zu eng und nachher auch viel zu voll. Und wie kamst du dazu, um einen Imbiss aufzumachen? Wie ist das angefangen? Mache jetzt 33 Jahre Gastronomie. Habe vorher 18 Jahre lang ein Pfannkuchenrestaurant gehabt. Dann habe ich 10 Jahre lang Clubgastronomie gemacht im Tennisverein. Und da wollte ich eigentlich weg von der Gastronomie, weil immer bis spät in der Nacht arbeiten. Immer die Feiertage, Weihnachten, Ostern, Muttertag, egal, immer arbeiten. Wenn andere frei haben. Und dann habe ich lange überlegt, was machst du? Bin auf alle möglichen Sachen gekommen, von Lotternahmestelle bis Boutique und weiß der Henker. Am Endeffekt habe ich mir gesagt, das Allersicherste und das, was ja eigentlich auch am meisten Spaß macht, ist Essen machen. Ja. Aber nicht mehr bis nachts. Das wollte ich nicht mehr. Und wie gesagt, hier der Imbiss im Industriegebiet. Mein Vorgänger, der hat morgens um 6 Uhr aufgemacht, hat um 14 Uhr Feierabend gemacht. Da habe ich gesagt, das sind super Uhrzeiten, das machst du auch. Wochenende hatte der zu, Feiertage hatte der zu
Da habe ich gesagt, das ist toll. Und dann bin ich halt auch angefangen. Morgens um 5:30 hier aufgemacht. Irgendwann habe ich gedacht, oh, das schaffst du mit der Vorbereitung gar nicht mehr. Da wurde es 5 Uhr, da wurde es 4:30. Mittlerweile stehe ich um 4 Uhr hier. Dann hast du gemerkt, 14 Uhr kannst du gar nicht zumachen, da kommen ja noch so viele Leute. Machst du bis 16 Uhr auf, dann bis 18 Uhr, dann bis 20 Uhr, jetzt bis 21:30 Uhr. Jetzt machst du auch sonntags auf. Ist halt immer mehr geworden. Jetzt habe ich mehr Stunden wie vorher in der Gastronomie. Aber macht auch mehr Spaß hier, weil hier hast du Kundenkontakt. Hier kommt ständig jemand rein. Im Restaurant, da stehst du in einer Küche, stehst du nur am Ofen, guckst nur vor der Fliesenwand. Und hier hast du wirklich Abwechslung. Ne? Hier kommt ständig jemand, du hast viele Freunde gewonnen. Weil du immer im Kundenkontakt bist. Ne? Nochmal jetzt hier fast 11 Jahre hier. Und das ist gut so. Du nicht? Möchtest du keinen essen? Ich noch nicht, danke. Ich muss erstmal hier meine Vorbereitung. Ich fange also erst ein bisschen spät an zu essen. Mhm. Ja. Mhm. Lecker. Mhm. Gut. Ja. Mhm. So, und aus den Brötchen, die nicht in die Frikadellen kommen, haben wir gestern schon mal vorbereitet, Semmelknödel. Gibt es dann heute zum Mittagstisch. Kochen wir dann Semmelknödel. Wichtig natürlich auch, dass sie immer schön gleich groß sind. Mhm. Alle gleich groß, ohne abzuwiegen. Ohne, ja. Nach so vielen Jahren, da hast du eine KI-Waage in der Hand. Ja. Und der Stand war hier vorher nichts? Oder? Der Imbiss stand hier schon, der war aber 2 Jahre lang zu. Und dann habe ich halt hier renoviert. Jetzt mittlerweile ist alles ausgetauscht, alle Möbel, Kühlmöbel, Schränke, hinten die kleine Spülküche angebaut. Das war vorher alles noch kleiner hier. Und wie ist es da angefangen? Das heißt, du bist ja neu hier aufgemacht. Ja. Und dann hat es die Gäste kommen. Etwas, ja. Ja, das ging eigentlich schon von Anfang an ziemlich gut los hier. Also war jetzt nicht so, dass wer weiß, wie wenig los war, weil es neu war. Weil Leute wirklich drauf gewartet haben. Es gibt kaum noch deutsche Imbissbetriebe, auch hier in Herne, wie eigentlich überall. Und ich glaube auch der Name hat dann viele neugierig gemacht und gesagt, okay, jetzt gibt's was, macht der, was wäre, immerhin. Also es lief eigentlich von Anfang an ziemlich gut, aber es wird natürlich immer mehr. Ne? Du musst natürlich, wenn du nicht irgendwo in der Fußgängerzone bist, wo jeden Tag 100.000 Leute langlaufen, musst du viele Stammkunden haben, die oft kommen. Und bis du die hast, das dauert natürlich auch eine Weile. Ne? Ja, hier ist kein Laufkundschaft. Hier ist keine Laufkundschaft.
Durch Zufall kommt hier eigentlich so gut wie überhaupt niemand hin. So müssen wir rausgehen. Ja. Die morgens kommen, da verstehen wir uns wie ein altes Ehepaar. Wir brauchen gar nicht mehr bestellen. Ich weiß, was er morgens braucht. Richtig. Passend zu der richtigen Uhrzeit. Richtig. Und dann mit Löwensenf. Danke sehr. Bis demnächst. Ich wünsche einen schönen Tag. Ne? Danke auch so. Ciao, ciao. Also wie der Kunde gerade, da brauchst du gar nicht fragen, du weißt, was der morgens isst. Der kommt jeden Tag, der braucht, vor der Arbeit braucht er sein Frikadellenbrötchen. Damit beginnt er seinen Tag und davon gibt es halt ganz viele. Ne? Und das ist dann aber auch die Aussage, dass man da wohl einiges richtig macht, sonst würde die nicht so aufkommen. Ja, das stimmt. Und dann ist man halt, weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Dass es nicht nur einem selber gut schmeckt. Im Endeffekt musst du ja so kochen, wie es dir selbst schmeckt. Sachen, die mir nicht schmecken, die versuche ich erst gar nicht, die biete ich gar nicht erst an. Scharfe Sachen lieber mal Handschuhe anziehen. Eine gute Habanero, die kann schon ziemlich brennen. Wenn an den Finger, und dann passt die mal ins Auge. Dann wird's heftig. Ja, aber also die Frikadellen haben so eine angenehme Würze. Ja, da sind jetzt aber keine Habaneros drin. Ja, Pfeffer. Kann man gerne machen. Genauso wie man sie gut füllen kann mit Käse, Oliven etc. Aber so eine Bulette, die sollte für mich eigentlich immer, wenn ich irgendwo hingehe, dann weiß ich, wie eine Bulette schmecken muss. Und wenn dann auf einmal zu viel Chili drin ist, ist das nicht so gut. Guten Morgen. Guten Morgen, Roland. Hättest du Bitte. Zeit für ein Joggingbrötchen? Die Zeit, die nehme ich mir. Dafür bin ich heute Morgen extra aufgestanden. Ja, aber so ein bisschen mehr Aufwand, ne? Kein Thema. Auch eine Spezialität. Hier ist das Jopi-Brötchen.
Weil ich mir einfach auch mal überlegt, mal etwas zu machen, außer dem normalen Brötchenbelag wie Salami, Leberwurst oder mit. Zerschmürte Käffchen. Ja, Ja, muss sein um die Uhrzeit. ja. Wie spät haben wir? 5:30 Uhr? 40. 5:40 Uhr. Hm? Dabei sein wegen Genuss im Spiel. Ja. Gepaart mit der leckeren Jopi-Soße. Die Brötchen auch den Namen gegeben, Jopi-Brötchen. Mhm. Ein Abenteuer im Mund. Ja. Jo, vielen Dank. Schönen Tag, ne? Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Chilis, Habaneros, Peperonis werden da eingeteilt in Schärfegraden. Und die gehen bis 10. Und die Habanero, die ist 8 von 10 in der Schärfe. Man ungefähr weiß, wie scharf die sind. Also bei dir in der Skala, ja? Ja. Ja, also insgesamt in der Insgesamt. Gemüseskala schon. Zählen die als 8 von 10. So Piri Piri. Das sind diese ganz kleinen, ganz scharfen. Die haben 10 von 10. Das sind die schärfsten. Also die sind jetzt halt ein bisschen milder, aber 8 von 10 ist immer noch sehr gut. Ja. Also schon scharf. Ist schon scharf. Ne, also schärfer sollte man es auch nicht machen. Nach meinem Geschmack. Und nimmt man einfach den Geschmack von der ganzen Speise weg, wenn man nur scharf macht. Ja. Ne, das sollte auch nicht sein. Ja, bekommt man nichts von dem Geschmack mit. Richtig. Und in unserer Hell's Kitchen Currysoße sind Habaneros und Chilis und Peperonis drin schon. Und das ist schon für meinen Geschmack ziemlich scharf. Aber natürlich haben wir auch Kunden, die es gerne noch schärfer mögen. Und da kommt dann immer noch dann so ein Löffel von den Habaneros wieder rein. Morgen dir. Morgen. Eine wie immer. Jo. Ja, gerne. Wenig sind. Bitte schön. Ein ordentliches Mettbrötchen mit Pfeffer, Salz und Zwiebeln. Heißt bei uns Männermarmelade ist das. Hm. Hm. Und wenn man, ja? Für dir.
Was gut, danke. Ja, mach gut. Jetzt haben wir gerade den Busfahrerstreik hier wieder. Dadurch fehlen natürlich jetzt auch wieder viele Kunden, die nicht kommen können. Die sich dann frei nehmen. Und dadurch hat man dann morgens hier ein bisschen gemütlicher in der Arbeit. Nur eine Gastronomie, da wurde noch nie gestreikt. Okay. Noch nie im Leben hat irgendein Gastwirt gestreikt. Ja, das stimmt. Oder ein Kellner. Kellner streiken nicht. Oder ein Köche. Ja, das stimmt. Ja, Die da hast du streiken recht. nicht. Ja, da hast du recht. Ja, genau. Die haben das verinnerlicht. Ich muss immer arbeiten, Wochenende, muss abends. Jeder sucht sich das aus. Und die wissen auch, was man in dem Gewerbe verdient. Akzeptieren das. Alle streiken die auch nicht. Ja, das stimmt. Da können sich die Menschen immer drauf verlassen. Die Pommesbude oder die Kneipe geht auf wie immer. Wenn ich mit dem Bus fahren will, mit dem Zug fahren will, mit dem Flugzeug. Ich plane heute meine Urlaubsreise für in 3 Monaten. Kann ja sein, dass ich gar nicht fliegen kann. Ja, das stimmt. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass an dem Flughafen der Kiosk, die Pommesbude, dass die aufhaben. Die arbeiten trotzdem. Auch wenn da so gut wie gar keine Fluggäste hinkommen. Ja? Gastronomiegewerbe, die streiken nie. Die arbeiten immer. Weil sie es gerne tun. Wirklich gerne mag, du musst dahinter stehen, das muss mir schmecken und ich behaupte, ich habe einen Geschmack, der 95% der Menschen hier in unserem Breitengraden schmeckt. Und wenn die nicht immer wieder kommen. Und danach musst du erstmal gehen, nach deinem eigenen Geschmack. Wenn der natürlich Käse ist, dann wir sind nicht alt in dem Beruf. Ja. Aber du siehst, die Leute, die reinkommen, die bestellen gar nicht. Die kriegen automatisch was in die Hand gedrückt. Ja. Ja, dass du auch alles merkst. Also jeden Einzelnen. Und ich einfach weiß, wer wie was isst, wenn er morgens reinkommt um 6. Wir wissen, was er isst, wenn er mittags um 12 wiederkommt. Oder um 16 Uhr zum Feierabend. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Und die meisten gehen auch nicht so gerne Risiken ein und bestellen immer das, was sie wissen, was lecker ist. Ja, das stimmt. Und ich sage selber schon mal manchmal zu Kunden, ja, ist doch was anderes. Du isst immer das Gleiche. Ist doch mal was anderes. Da wird doch irgendwann wirst du das mal über. Nein, aber das schmeckt mir so gut, ich will das wieder haben. Ja. Das kennt man ja von dir selber auch. Wenn man in die Pizzeria geht, meistens isst man immer die gleiche Pizza. Selten, dass man mal was anderes ausprobiert. Ja, das stimmt. Vielleicht, wenn man am Nebentisch mal sieht, oh ja, die sieht auch sehr gut aus. Ansonsten
Ist fast immer die gleiche Pizza. Ich habe so 2, 3 verschiedene Sorten. Eine von den 3 ist es dann immer. Manchmal schaffe ich es dann, die Leute dazu zu bringen, mal was anderes zu probieren. So wie das Yuppie-Brötchen, als ich das Yuppie-Brötchen so erfunden habe, allen möglichen Leuten das mal gesagt, probier doch mal. Mir schmeckt das sehr gut. Und die kommen halt auch immer wieder. Hier bei uns in der Herner Polizei ist das Lieblingsbrötchen. Die bestellen sich fast alle immer Yuppie-Brötchen. Weil es das sonst auch nirgendwo gibt. Ist auch einer von den Spezialisten, wo ich dir gerade erzählt habe, die immer jeden Tag das Gleiche essen. Ich immer versuche, nimm doch mal was anderes. Nein, ich will meine Leberwurst morgens. Ja. Was hättest du heute gerne drauf? Ich hätte heute gerne Reinwurst, Nutella? Nutella, Fleischwurst und Camembert. Helaas. Komm, ja. Camembert. Ja, auch was Süßes. Ja. Nervenfutter. Für einen langen Arbeitstag. Für so einen Fernfahrer. Guten Morgen. Wünsche dir einen schönen Tag. Ich auch. Gute Fahrt. Ciao, ciao. Mit unserer Männermarmelade. Ja. Guten Morgen. Für dich das gleiche?
abkochen. Ja. So hat jeder seine Vorlieben, ne? Ja. Das ist der einzige Kunde, den ich kenne, der den Bohnensalat hat. Jeder hat so seins. Und das ist auch gut so. Ja, Hell's Kitchen. Ja, ein bisschen scharf muss sein, ne? Bisschen, auch war nicht zu scharf, ne? Nee. Pfeffer, Hatte so angenehme Würze. Ja. den muss man so eben rausschmecken, dann ist das gut. Wenn gar kein Pfeffer schmeckt, dann fehlt was. Egal woran. Das ist auch ein Bier? Ja, jetzt schon, ja. So, 2 Juppie Geld. Als ich aufgemacht habe vor 11 Jahren, da habe ich auch eine vegetarische Küche mit angeboten. Wie gesagt habe, sind ja in den Firmen hier sind auch Sekretärinnen. Ja, und aber das ist Gott sei Dank nicht so angekommen. Also vegan, vegetarisch wollte ich ja eigentlich keiner haben. Das konnte ich nach 3-4 Monaten dann wieder runtergeschmissen von der Karte. Weil ich am liebsten auch Sachen koche, die ich selber gerne mag. Obwohl da auch leckere Sachen bei sind, das ist keine Frage. Aber dadurch wurde das Angebot halt noch vergrößert. Und dann Sachen, die dann so selten gehen, dann kannst du die besser von der Karte schmeißen wieder. Ne? Die halten dann nur auf und kosten dann im Endeffekt nur Geld. Weil dann die Ware, die du da nicht verkaufst, musst du wieder entsorgen, musst du wieder wegschmeißen. Und Lebensmittel wegschmeißen, das ist sehr schlimm.
Ja, zum Beispiel beim Fernfahrer vegane Wurst ist ja oder veganes Essen. Ja, das wollen die nicht, ne? Nee, kommen wir nicht Nein. weiter. Nee, obwohl auch, da gibt es auch richtig leckere Sachen. Habt ihr so Linsenburger gemacht und so. War schon, kann man machen, kann man essen. Aber hier ein Maurer oder ein Fernfahrer, der lacht sich kaputt, wenn du in den Land kommst. Ne? Wenn du bist, dann hast du noch, den zweiten hast du, In Recke-Grausen, den meine Frau Ja. bewirtschaftet. ja, Und die Gastronomie im Tennisverein, 300 Meter von hier. Da mache ich halt einen Partyservice. Ne? Da kannst du für Feiern buchen. Und da habe ich halt alles unter, was ich hier nicht unterkriege. Ne? Im Kühlhaus. Dafür, weil für den kleinen Laden hier haben wir eigentlich ein viel zu großes Angebot. Da brauchst du so viel Platz für, allein um das alles zu kühlen. Und da bin ich froh, dass ich dann nebenan den Tennisverein habe. Puder. Was ich alles brauche, dann fahre ich halt bei den einkaufen. Läden einkaufen mit. Ne? Hell's Kitchen Currysoße. Ein bisschen schärfer. Ja, sehe ich schon, ja. Ein bisschen schärfer als sonst, ne? Als einfach, sagen wir mal so. Was sagst du? Nein! Das sind seine Doch, Detlef. Das sind seine Lieblingskekse. Noch Kaffee? Vielen Dank, hatte ich schon. Vielen Dank. Das Löffel machen eins Ja, aber nur 5. und der andere auch. Nee, noch nicht.
Aber wohnt jetzt hier? Nee, in Recklinghausen auch wohnen wir. Und wie weit ist das Fahrrad? Oh, ich wohne in Suderweg. Ich fahre, also vielleicht so, weiß nicht, wie viele Kilometer kann ich dir das gar nicht sagen. Halbe Stunde Fahrt oder? Ja, 20 Minuten, 25 Minuten, je nachdem. Heute eine halbe Stunde, weil die Busse streiken und ein bisschen mehr Verkehr ist. Aber in der Regel so 20, 25 Minuten. Für die Klöße nachher, Wasser. Das kannst du schon einmal anmachen, dass das einmal aufgekocht ist. Mach ruhig volle Pulle, nur dass es einmal aufkocht und schon vorgewärmt ist, dann geht es nachher schneller. Das ist wieder Wasserhahn. Guten Morgen. Fertig. Was? Hast du mit Wasser aufgefüllt? Mach ich das. Wir haben heute Morgen erfahren, wie viele Einwohner Herne hat. Oh, und? Ja, was denkst du? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich überhaupt keine Vorstellung. Nein, deine Zahl so. Ich weiß nicht, ich komme aus Brandenburg, aus so einem kleinen Dörfchen, ja? Also wir hatten Okay. so 1500. Oh, das ist richtig klein, ja. Das ist so vom Land eben, ne? Ja. Weiß ich nicht. 20, 30.000? Dachten wir auch so vielleicht so 50.000, Ja. dachten wir. Aber? 150. Nein!
Leichter. Ich habe erfahren, dass mein Papa auch noch gebaut wird. Müssen wir noch ein Stück in den Rücken. Auch mit Burgersoße? Ja, genau. Guten Morgen. Bitte sehr. Einmal das Rührei, Ja, möchten Sie das hier essen oder Ja, nicht? ja. Ohne Zwiebeln. Ohne Zwiebeln? Ich habe jetzt hier, ne? So. Noch ein bisschen dickflüssiger. Ja, das ist ein Milchschnitte andicken.
abschmecken und dann muss er drin sein. So, jetzt kommt noch ein bisschen in den Ofen zum Warmhalten. Ja. Aber sonst ist es fertig, ja? Das ist fertig, genau. Kein extra Schritt. So, und Bratkartoffeln groß, ja. Einmal Schweinebraten, alles klar. Merkt, bis gleich. Tata. Und scharf oder nicht scharf? Richtig scharf. Richtig scharf. Darf ich nochmal extra Chili? Aha. Aha. Dann machen wir das doch. Ja. Ist auch Hell's Kitchen, hier kann es Genau. richtig scharf zur Sache gehen. Einmal Spezial. Okay. Warte, genau. Extra Schwung. Extra, Das schon sehen. genau. Ja. Da wirst du auch nicht krank, ne? Nee, da will ich nicht krank. Das ist richtig. Wer sowas isst, ne, der kriegt auch keine Erkältung. Keine. Kein Schnupfen, ne? Geht über. Dann geht's los. Da musst du noch löschen. Da musst du löschen. Hier. Wodka, ne? Wodka ist noch. Dann geht's los. Beste Wodka. Ja, Wodka. Das ist ja noch mehr. Ein bisschen Wodka bist du aktiver Onkel. Ja? Wir können ja Erdbeermilch dazu. Gib ihn dann. So Röstigkeit. Nicht mal müde sein, ja klar. Bloß nicht, ja? So. Schönen Tag dir, ne? Ciao, ciao, ciao. Ciao. Also ich hätte gerne eine Currywurst mit Fritten, Ist der hier? ja, Mayo und Ja. eine Frikadelle mit Senf. Möchtest du die scharfe Hellskitzensoße mit Chilis, Peperonis oder eher nicht so scharf? Wie scharf ist die? Du, das ist für jeden. Also ich esse eigentlich gerne scharf. Dann probieren wir die Hellskitzen. Dann probieren wir die mal.
Der gleiche? Auch mit Frikadelle dazu? Sehr gerne. Dann sucht euch ein Plätzchen. Ja, was wir heute kochen. Ja. 10 Minuten. Gut, bis gleich. Ciao. Ja. So, das ist hier jetzt Kitschelsoße. Hier ist die Chilis und Habaneros drin. Ja. Das ist der Teufel. Mitnehmen oder essen? Zum Mitnehmen. Das ist der Kruste. Ja. Mayo? Warte, Moment noch. Ja, aber Mayo. Auch Mayo. Voilà. Hast du schon ein Fach drin da? Verpackung? Ja. Wenn du selber hier mit deinem Gesicht stehst und selber das Essen wegbringst, dann muss es schmecken. Also, sonst kann ich ja mit meinem Gesicht nicht verkaufen, das geht nicht. Ja. Im Brötchen oder so? Zum Mitnehmen, ja? Senf dran machen? Okay. Einmal Hell's Kitchen, Currywurst, Pommes. Ja. Ja, da können wir den Krautsalat noch rausmachen. Auf die Pommes. Auch scharfe Hell's Kitchen Soße? Für die Wurst? Ja. Also einmal auch Hell's Kitchen Wurst, Pommes, Jalapeno Soße. Alles klar, für wann? Okay. 12:05 Uhr, alles klar, bis gleich. Ciao.
super gut. One more. Alright. Ich hätte gerne Ihr vier, esst ihr hier oder zum Mitnehmen? Frikadellen. Hier, oder? Doch hier, ja. Esst ihr hier? Oh, hier. Du willst gerne 2 Frikadellen? 2 Frikadellen. Und selber und Brötchen. Frikadellen rein ins Brötchen? Oder Brötchen dazulegen? Nee. Alles klar. Pommes Mayo. Welche Currysoße? Die scharfe Hell's Kitchen Soße mit Chili Pepperonis? Das gleiche auch doppelt? Ja. Normale Pommes, aber Mayo? mit normale. Ja. Mayo, aber normale Pommes. Ja, gerne. Einmal Mittagessen zum Mitnehmen, dann 2 Pommes und eine Bratwurst. Bratwurst in Brötchen oder? Nee, einzeln. Und denn? Nee, ohne. Ohne alles. Pommes was drauf? Nee, auch alles ohne. Auf der Seite. Nee, auch gar nicht. Also, das ist ein Jetzt geht's. Mayo beide. Also Frikadelle kommt was raus? Aus der Frikadelle? Oder ist der einzeln? milde Variante? Eine mildere Variante? Ja, das ist wieder. Weit drauf? Warte, komm noch. Warte. Voll drauf. Dran. Mit ohne alles. So, dann Ja, guten prima. Appetit und Danke sehr. schönen Tag. Ne? Ja, auch so, ciao.
Ach Ja, ja. Ja, da war das Ding. Ja, ist in Arbeit. Wir können uns das mal über Geld unterhalten. Wo? Einmal mit Mayo, einmal mit Joppi, einmal ohne. Aber gar nichts, ne? Ja. Sollen wir Gabel dazu nehmen? Nee, die Hand. Welche Currysoße möchtest du? Die Starfelsdickensoße oder? Brauchst du es einmal mit Pfeffer durch, ne? Vegetarisch. Ne? Ich esse gerne den Texas Burger. Tschüss. Und auch mit Champignons drauf. wenn es geht. Texas Burger mit Pilzen. Ja. Ja. Ich hätte gerne Pommes mit Mayo und die Hell's Kitchen Currywurst. Ist das die rote? Nein, das ist die Krakauer. Können Sie mir die mit einer Krakau machen? Ja. Ja, dann nehme ich das nämlich so und wir nehmen 2 Getränke. Kitzel Krakauer Pommes Mayo. Genau. Zu mir Sehr gerne. Und was nimmst du denn? Mahlzeit. Capri-Sonne? Wow. So, Gabel mit einpacken. Ja, bitte. Nur wenn die Bratkartoffeln fertig sind, können die Klöße da wieder drauf, ne? Alles Bratkartoffeln. Ja, 90 auf 10 nehme ich. und 40. Vielen Dank. Bratkartoffeln mit Feierabend, ne? Ja, hier auf die 3 Teller. Ja, sofort. Mahlzeit, hallo. Ohne Kraut. Ohne Kraut. Ja.
Das war's, oder soll ich die noch aufteilen? Nee, ist okay. Reicht. Kannst du wieder raus? So, Renner. Wer bekommt das Fernfahrerschnitzel? Icke. Da muss ich den Führerschein kontrollieren, ob du Kannst du haben, wenn du willst.